Herr Müller, in der Gesellschaft ist es ja so, dass Gesundheit immer einen wichtigeren Faktor spielt. Da sieht man anhand von der Ernährung, dass die Leute viel mehr auf die Ernährung schauen, was zu sich nehmen, woher die Nahrung auch kommt, die Lebensmittel. In der Bewegung ist es das Gleiche. Da sieht man, dass die Leute wieder vermehrt sich bewegen, mehr für ihren Körper machen, rausgehen, laufen, wandern. Auch die jungen Leute haben das so ein bisschen für sich entdeckt. Und da ist jetzt im Moment auch ein extremer Trend, was Barfußlaufen angeht. Die Leute, die das unterstützen, sagen, Barfußlaufen ist das Beste, ist das Gesündeste. Wir sind ja nicht mit den Schuhen auf die Welt gekommen. Ich mag mich erinnern bei mir selber, ich habe noch Fotos vor meinem inneren Auge, da habe ich keine Schuhe an. Was sagen Sie, ist Barfußlaufen wirklich das Gesündeste, was man machen kann? Unterstützen Sie die These oder sind Sie völlig anderer Meinung? Also ich bin ein ganz grosser Fan von Barfußlaufen. Ich bin ja selber noch Selbstversorger. Ich lebe dort auch von der Ernährung her gesund und versuche mich möglichst gesund zu bewegen. Und wo immer ich auch kann, laufe ich barfuß. Allerdings nur in der Natur. Mir würde es nicht in den Sinn kommen, auf dem harten Boden barfuß zu laufen. Der ist teilweise auch im Winter zu kalt. Ich glaube nicht, dass Kälte von unten gesund ist. Aber vor allem die Schläge, wo man sich barfuß auf den harten Zementböden, auf den Betonböden, auch auf den Parkettböden in die Gelenke hineinschlagen lässt, die sind meines Erachtens gar nicht gesund. Können Sie erklären, wieso das nicht gesund ist, auf den harten Böden zu laufen? Ja, die harten Böden sind völlig etwas Unnatürliches. Und wieso soll ich auf einem unnatürlichen Boden laufen? Wenn ich zwischen dem Barfuß und dem harten, unnatürlichen, flachen Boden kann etwas zwischendrin tun, wo meine Fußbewegung dazu animiert, dass sie die gleichen Bewegungen macht wie barfuß in der Natur. Also das Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, das Ziel mit Ihrem Kibun-Produkt ist es, eigentlich zwischen den Füßen wieder den Naturboden zu generieren? Ja, wissen Sie, ich habe 20 Jahre in Südkorea gelebt, inmitten von Reisfeldern, in einem Lehmhaus. Und ich habe vom Fußball her und vom Sport her schwere Knie, Achillodynie hatte ich, Knieprobleme und Rückenprobleme. Und wenn ich im Herbst in die Reisfelder laufe, wenn wir den Reis geerntet haben, dort lässt man ja das Wasser ablaufen und der Boden ist lehmig, der muss lehmig sein, damit ja Reis, der im Wasser läuft, dass das Wasser nicht abläuft, wenn man es aber ablaufen lässt, dann ist das so elastisch federnd. Und es gibt nichts, es gibt kein angenehmes Gefühl, als in dem elastisch federnden Lehmboden von den Reisfeldern zu laufen. Und es ist nicht nur angenehm, mir hat es immer sofort, also innerhalb von ein paar Minuten sind die Achillessehnenschmerzen weggegangen, die Knieschmerzen sind weg und die Rückenschmerzen sind weg. Und heute gibt es auch eine Studie, die sagt, eine komplexe Studie von der Universität Calgary, vom Human Research Laboratory, vom Professor Dr. Benno Nick, der sagt, was sich am Fuß angenehm fühlt, das ist gut für den Körper. Und darum ist das mein Ziel, zum Produkt zu entwickeln, das sich am Fuß möglichst angenehm fühlt. Und der Kibun-Schuh mit dieser elastisch federnden Sohle, wo wie ein Dämpfer, aber es ist nicht nur ein Dämpfer, er federt ja auch wieder zurück zwischen dem unnatürlich harten, flachen Boden und dem natürlichen Fuß inne ist. Das so zu produzieren, dass das Gefühl möglichst angenehm ist. Und unsere Kunden, die das probieren, die bestätigen unisono, dass es keine angenehmere Bewegung am Fuß gibt, weder eben auf dem elastisch federnden Material zu laufen, wo eben der Puffer ist zwischen dem unnatürlichen Boden und dem natürlichen Fuß. Sie sagen, in dem Fall Barfußlauf an sich wäre gut, aber auf dem harten Boden ist das nicht wirklich gut für unseren Bewegungsapparat. Jetzt gibt es ja aber auch noch die Barfußschuhe, wo man nicht primär barfuß läuft, sondern noch etwas am Fuß hat. Ein Hauch von nichts, aber ist das auch ein gutes Hilfsmittel, um so auf der heutigen Straße zu laufen? Ich tue grundsätzlich nicht über andere urteilen.
Ich kann nur sagen, dass was sich am Fuß angenehm anfühlt, das ist gut für den Körper. Vor allem alles, was federt. Weil das Trampolin ist die Bewegung, die jeder Mensch liebt. Also, und wenn man Trampolin liebt, dann hilft es auch. Und wir machen ja das Trampolin-Material zum Stehen oder das Trampolinsohle für die Füße. Und das kann man einfach nur lieben und entsprechend hilft es auch. Und darum Barfußschuhe, ich finde, das darf jeder ausprobieren. Man kann es ja auch vergleichen. Ich habe kein Problem, wenn man einen Barfußschuh vergleicht mit einem Kibun-Schuh, das auch längerfristig einmal ausprobiert. Wir geben ja die Möglichkeit, dass man einen Schuh kann, 2 Wochen für 30 Franken ausprobieren und dann kann man selber urteilen, wie gut das da ist, wie viel das da nützt. Ich finde es schade, wenn man über etwas urteilt, über etwas abhaut, das man gar nicht kennt oder wo man einfach irgendwie eine Vorstellung hat. Und ich möchte nicht über andere negativ urteilen. Ich möchte jedem Nutzer selber die Möglichkeit geben, das zu beurteilen, indem man es ausprobiert hat, vielleicht auch mal ein bisschen länger ausprobiert, damit man auch spürt, was auf den Körper für Erfolge hat. Sie haben vorhin gesagt, dass Strassen, das Gehen auf der Härteböden unnatürlich ist. Machen das also Naturvölker, die heutzutage immer noch barfuß laufen auf dem Naturboden, machen die in dem Fall alles richtig? Ja, wenn man barfuß auf Naturboden läuft, kann man gar nichts falsch machen. Und diese Völker habe ich studiert. Ich habe es nicht nur studiert, wir haben denen auch Brunnen geliefert nach Afrika, nach Kenia. Wir haben eine Beziehung aufgebaut mit denen. Ich weiß genau, wie die laufen. Die haben auch kein Problem an den Knien, an den Hüften. Die sind bis ins Alter, bis zum Tod sind die Kerzen gerade. Die kennen die Probleme nicht, die wir haben, bei uns. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass das Problem nicht in erster Linie die Schuhe sind, die wir haben, sondern die harten, flachen Böden, die einfach nicht für unseren Körper, nicht für unseren Körper geeignet sind. Und wenn Sie sagen, in diesen Naturvölkern gibt es die Beschwerden, die wir hier kennen, in Europa, gibt es die nicht. Und da haben wir die und dort nicht. Dann liegt ja die Lösung auf der Hand. Wo liegt denn das Problem in der Gesellschaft oder in der Medizin, dass, wenn man ja beide Seiten kennt und die Lösung hat? Gut, es ist natürlich nicht nur der Flachboden, der anders ist. Die haben auch einen anderen Lebensstil. Die gehen jagen, die sind Nomaden, die sitzen viel weniger. Sitzen hat natürlich auch einen sehr grossen Einfluss, indem man sich die Faszien verklebt, indem man sich verkürzt und dadurch den Gang natürlich nochmal schädigt im Laufe der Zeit. Im Wesentlichen sind es die 2 Hauptfaktoren. Die flachen, harten Böden, die zerstörerisch wirken, ebenso wie es zu viele Sitzen im Alltag. Super, vielen Dank, Herr Müller. Danke Ihnen, Herr Zbinden.